Ich bin jetzt hier schon 2-3 Mal den Weg hier gelaufen und habe immer wieder Neues gesehen. Also es hört eigentlich gar nicht auf. Und auch den Seeufer entlang kann man sehr viel Mal nachlaufen. Man sieht immer wieder etwas. Ich finde es toll, wenn irgendwelche Leute ihren Müll am Boden werfen, weil das ist für uns, für die Tiere und für die Welt nicht gut. Jetzt zum Beispiel der Plastik verkleinert sich immer mehr und irgendwann können das zum Beispiel die Fische essen oder irgendwelche andere Tiere, Igel oder so. Ich finde es auch sehr wichtig, dass wir jetzt Müll sammeln, vor allem, dass die Tiere nicht krank werden und aussterben. Und es ist sehr sinnvoll. Also ich mache es eigentlich, um die Tiere zu schützen und eigentlich allgemein halt gegen Mikroplastik. Auch sehr motiviert. Meine ganze Hose ist nass. Also jetzt sammeln wir noch da fließig Zigaretten. Hat's noch? Ja. Ja. Mit dem Giftstoff ist unser Trinkwasser rein und dann werden wir auch vergiftet. Das wollen wir ja nicht. Mikroplastik ist meistens in so Shampoo und Zahnpasta. Und das ist auch nicht gut, weil Mikroplastik wird gefressen von so kleinen Plankton und so im Meer. Dann frisst es vielleicht einen Schrimps oder so. Das frisst dann ein Fisch und der Fisch essen wir. Das bedeutet, dass wir das schnell aufhören müssen, weil sonst haben wir im Körper immer mehr Mikroplastik. Oh, ich sehe da hinten gerade eine Flasche. Manchmal verstehe ich die Leute nicht. Warum machen die das? Es gibt nicht einmal Sinn. Die ist da schon kaputt. Hat jemand einen Abfall für Flaschen? Ihr solltet nicht den Müll irgendwo herschmeißen, sondern nehmt ihn mit. Tun ihn vielleicht in die Hosentasche oder in den Jackensack, um ihn richtig einfach zu entsorgen und nicht einfach am Strassenrand irgendwie liegen lassen. Da graben wir ein bisschen, ein paar Zentimeter und schon kommen ganz viele Teile. Immer mehr, immer mehr. Es ist eine never-ending story. Man findet immer wieder kleinere Stückchen von wer weiß von woher. Und normalerweise eben bin ich gewohnt, man findet irgendetwas und tut in ein Säckchen. Aber da ist wirklich plötzlich unendlich viel und zerstückelt in so kleinere. Das ist die erste Phase wahrscheinlich von der Mikroplastik. Ja, traurig. What's that? Meine Güte. Das ist unglaublich. Je mehr wir graben, je mehr man findet. Findet und findet ein Teil am anderen. Es nimmt kein Ende. Und wenn man fertig ist und retour läuft, kann man sich gerade wieder bedienen. Ich habe mit meinen Kollegen gemerkt, dass ein Vogel, ein Bachstelze, hat ihm etwas immer gestört und er hat immer versucht, etwas wegzukriegen von seinem Fuß. Dann habe ich das fotografiert und dann habe ich gesehen, dass er hat eine Plastikschnur auf dem Bein. Und ich habe das mit meinen Kollegen gesprochen, so von Around Bodenzyklena. Meine neue Zuhause. Wow, was machst du? Ja, wir warten, dass die Vogel fangen, um ihm zu helfen.
Da haben wir eine Falle gemacht. Aber dann habe ich nochmal Fotos von Bachstelze da See gemacht, da genau auf der anderen Seite. Und dann haben wir gesehen, dass er hat seinen Fuß einfach verloren. Letztes Jahr musste ich Möwen einfangen, die einen kompletten Silch, also Angelschnur um die Beine herum mit Angelhaken dran und sogar noch einen Fisch dran hängen. Die konnte ich relativ gut einfangen, weil die nicht mehr fliegen und konnte sie vor Ort wieder entschnüren und direkt gehen lassen. Auch schon haben wir Möwen hier raufbekommen, die komplett die Flügel eingeschnürt hatten. Die mussten wir eine Zeit lang hier behalten, weil da hat sich so tief schon eingeschnürt, dass die Federn kaputt sind und Wunden gegeben hat. Gerade die Möwen, die sowieso oben runtergehen und irgendwie etwas sehen, was im Wasser schwimmt, holen sie sich natürlich und durch das wahrscheinlich eher, dass die eher Verschnürungen haben. Blässhuhn haben wir schon leider gehabt. Die hat ein Metallstäbchen, ein Metallstück verschluckt und es hat den kompletten Magen innerlich von oben runter aufgerissen. Da kann man dann natürlich gar nichts mehr machen, außer das Tier erlösen. Also ich möchte, egal wer von euch das jetzt sieht, einmal sagen, wenn ich zu euch heimkomme und einfach einmal einen Müllsack bei euch in der Wohnung ausleere und das nicht schick einfach am Boden alles verdreckt, hätten da glaube ich auch keine Gaudi, wenn ich dann wieder gehe und nichts mache. Also so muss man sich das vielleicht einmal selber überlegen, wie das mir geht, wenn jemand meinen Lebensraum so verdreckt und ich dann da drinnen leben müsste und nicht aufräumen könnt, was unsere Tiere einfach nicht können, weil die fressen das auch noch. Das kann es einfach nicht sein und darum finde ich, ist es unsere Verantwortung, da einfach bewusster mit unserer Umwelt umzugehen oder mitmachen, helfen, sauber machen, aufräumen, wie auch immer. Einfach unseren Beitrag leisten, dass die Natur für unsere Tiere super bleibt. Ja, und darum mache ich das. Heute haben wir etwas ganz Spezielles gefunden, nämlich ein Müsli, das in einer Bierdose drin gefangen ist. In dem Moment, wo wir die Dose mit einem Stück Glas, das wir gefunden haben, versucht haben aufzuschlitzen, damit wir das Müsli befreien können, ist sie rausgeklettert, weil sie wahrscheinlich mega Angst bekommen hat. Kommt sie langsam. Dann ist sie rausgekommen und hat sich gedreht und ist auf dem Rücken gelegen. Die Maus hat wahrscheinlich Alkohol getrunken von dieser Bierdose. Und es geht ihr nicht so gut. Wir haben sie jetzt eine Weile lang schön an einem ruhigen Ort platziert, dass sie sich erholen kann, dass sie nicht von einem Vogel oder so geholt wird oder von sonst einem anderen Tier. Und jetzt lassen wir sie frei, weil wir hoffen, dass ihre Mami sie finden wird, weil wir sie vorher auch gesehen haben, da rumschwirren, also die grosse Ratte oder Maus. Präsentieren Ihnen heute unsere Alkoholikersau. Die haben wir aus reinem Müll, den wir am See Altnau gefunden haben, gebaut. Also das ist halt alles Dosen und Bier. Man gehört, sie tut sehr gerne trinken. Ja, und sie besteht aus Abfall, wie man sieht.
Unsere Kinder von der Schule Utwil, die haben sich das ganze Jahr gefreut und immer wieder gefragt, wann sie Abfall sammeln am Bodensee. Und jetzt im ersten Quartal haben wir mit der ersten Klasse das Thema Abfall durchgenommen. Und wir haben dort Malu, unsere Robbe, und den Björn, unsere Möwe. Und miteinander haben wir jetzt Abfall gesammelt, dass die nicht Bauchweh bekommen, sondern dass es denen gut geht am Meer und nicht unseren Abfall bis ans Meer kommt. Genau, wir waren ganz fleissig. Schön hat das so eine gute Auswirkung, das Sammeln. Und das sind doch schon einige Jahre mit dem Verein zusammen. Und ich habe das Gefühl, gerade bei uns in der Gemeinde, es hat deutlich gebessert. Alle sind ein bisschen sensibler, vor allem die ein Grundstück haben am See, dass sie auch ein Augenmerk haben. Auch die öffentliche Hand, sprich der Werkhof, schaut speziell vielleicht nicht nur auf die Wiese, sondern auch mal hinter das Grundstück über eine Seemauer und nimmt den Abfall sofort zusammen. Ich finde das super. Storning, sagt man dann. Zusammen, wir sind heute am See Altnau und wir haben aus dem Abfall probiert, ein Eichhörnchen zu legen. Das Wetter hat nicht ganz so mitgemacht, aber trotzdem war es eine coole Erfahrung. Es freut mich, dass es so viele motivierte Leute gibt, die sich Zeit und Freizeit geben, für den Plastik und die viele Glasscherben jetzt auch hier aufzuräumen. Ich selber mache Wassersport und segeln und es ist verrückt, dass man hier sieht, rumschwimmen manchmal und das treibt sie am Schluss immer zu Ufer, immer wieder. Und ich finde das eine ganz tolle Aktion, dass man das rund um den Bodensee macht, das tut die Leute sensibilisieren. Ich finde das eine ganz schöne Aktion und die Umwelt lebt von Leuten wie euch, die so viel Herzblut geben, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Das Müllsammeln ist nur der Anfang von einer Reise von jedem Einzelnen. Weil wenn man sich anfängt zu bücken für Müll von jemand anderem, für uns alle, dann passiert im Kopf etwas und im Herz. Und man fängt an, über das Große und Ganze nachzudenken. Und nicht, das ist ja nicht nur mein Müll, das lese ich sicher nicht auf, sondern hey, ich lese das auf, damit die Generation, die nach mir kommt, ein schönes Zuhause hat und ein gesundes Zuhause. Und darum mache ich es, weil ich es wichtig finde. Vor allem sind Zigaretten so schlimm. Ganz halbvoll. Schau mal das an. Schau mal das an. Küsseli, Plastik, Styropor und irgendwas. Und wenn man jetzt hier noch das anschaut, was man jetzt zusammensucht, das ist schon wahnsinnig, wahnsinnig. Bodensee ist doch kein Müllhalde, das ist doch... Also macht schon ein bisschen traurig, das Ganze. Aber was willst du? Wir machen, was wir können. He? Wie cool ist das denn?